Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und ich möchte dir heute meine neue Tasche vorstellen. Das ist Suki Bag. Das Schnittmuster biete ich in meinem Shop an. Die Suki Bag ist 50 cm breit, 25 hoch und hier unten 12 cm tief. Und sie ist super leicht. Ich mag es immer, wenn große Taschen nicht schon selber so ein Gewicht mitbringen. Da kann man lieber mehr dazu packen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze so getragen aussieht. Also aktuell ist es meine absolute Lieblingstasche. Gerade so in der Übergangszeit hat man ja gerne etwas mehr dabei. Also natürlich das übliche Portemonnaie, das ist vielleicht nicht so üblich. Die Sitzunterlage, die ich mir aus dem Regenmantel genäht habe. Dann ein Täschchen Candice, da habe ich immer meinen Kleinkram drin. Und eine Sonnenbrille oder Schal. Man weiß ja nie, was das Wetter so mit sich bringt. Hier auf der Rückseite ist eine Reißverschlusstasche. Da passt auch einiges rein. Und die Tasche ist immer noch nicht voll. Du hast die Möglichkeit, 3 verschiedene Modelle zu nähen. Das ist Modell 1, kann man natürlich einfarbig nähen. Oder ich konnte mich einfach nicht entscheiden, also habe ich das dreifarbig genäht. Modell 2 ist auf Vorder- und Rückseite in 5 Teile unterteilt, ideal halt für Stoffreste oder Jeans. Und Modell 3 ist vorne unterteilt und hinten aus einem Stück. Ich hoffe natürlich, mein Schnittmuster gefällt dir und wünsche viel Spaß beim Video und beim Nähen. Als erstes kurz ein Wort zum Schnittmuster. Bei allen Schnittmustern ist auf Seite 1 immer eine Miniaturansicht und da kannst du sehen, wie die Blätter zusammengeklebt werden oder auch nicht geklebt werden. Nummer 7 muss zum Beispiel gar nicht geklebt werden, wird direkt ausgeschnitten. Ganz neu gibt es das Schnittmuster jetzt auch auf Englisch. Und jetzt geht's los. Hier sind die 3 Modelle aufgeführt und die Teile, die du dafür zuschneiden musst. Ich nehme Modell Nummer 3 und habe diese Teile dafür zugeschnitten. Ohne Schnittmuster zuschneiden musst du die Sachen, die hier unten stehen, und dort oben ist eine Materialliste. Einmal hier die Enden für den Reißverschluss, 4 Stück, dann für die Reißverschlusstasche, den Stoff und 2 Stück Vlies. Beim Zuschneiden ist es wichtig, direkt diese Markierung hier zu übertragen. Oben und unten jeweils die Mitte mit einem Knips und hier an den Seiten wird auch in den Stoff ein paar Millimeter eingeschnitten. An diesem Teil natürlich und an dem großen Teil genauso. Los geht's mit dem Bügelvlies. Das kommt auf die linke Seite einmal von der Futtertasche, ca. 1 cm unterhalb vom Rand, und auf einem der Futterstoffe 5 cm unterhalb vom Rand in der Mitte. Das Vlies aufbügeln und auskühlen lassen und dann kommen die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander. Dafür markiere ich einmal hier die Mitte und lege den Stoff dann 4 cm unterhalb von der oberen Kante rechts auf rechts mittig auf den Futterstoff und stecke das mit ein paar Nadeln fest. Jetzt gehe ich nochmal 3 cm tiefer, also 7 cm vom oberen Rand, ziehe ich eine 20 cm lange Linie, 1 cm tiefer, nochmal eine 20 cm lange Linie. Die beiden Linien verbinde ich hier an den Seiten, fixiere das nochmal und nun wird das Rechteck auf der Linie genäht. Beginne am besten an einer der langen Seiten, bis zur ersten Ecke nähen, 90 Grad wenden und so weiter bis zum Anfang, etwas über den Anfang der Naht hinweg nähen und die Naht verriegeln. Nun zeichne ich mir hier an den Ecken Diagonalen ein, ca. 1 cm lang bis zur Mitte, und dann wird der Stoff in der Mitte des Rechtecks aufgeschnitten und an den Enden diagonal in die Ecke hinein bis kurz vor die Naht.
den Stoff an der Naht schon mal bügeln und dann den Stoff durch das Rechteck auf die andere Seite schieben. Alles herausziehen, zurechtzuppeln, dass ein schönes Rechteck entsteht und dann bügeln. Bevor jetzt der Reißverschluss eingenäht wird, ist es schon mal sinnvoll, sich zu überlegen, auf welcher Seite die Öffnung sein soll. Wie trägt man seine Tasche, auf welcher Seite, rechts oder links? Ich trage meine links und möchte sie gerne so von vorne nach hinten mit der linken Hand öffnen und daher lege ich den Zipper auf die linke Seite von dem Rechteck. Natürlich kann die Reißverschlusstasche auch auf eins der Außenteile genäht werden, also vorzugsweise wahrscheinlich auf die Rückseite. Das ist natürlich auch kein Problem. Ich habe mich hier für eine Innentasche entschieden. Den Reißverschluss nun also mittig hinter dem Rechteck feststecken, mit einer oder mehreren Nadeln. Und dann wird das dort ringsherum festgenäht. Ich habe hier einen Reißverschlussfuß schon mal eingesetzt und auch die Nadel, die versetze ich noch ein bisschen nach links, etwas näher an den Reißverschluss heran. Und nun nähe ich dort entlang und schiebe den Reißverschluss immer so mittig in das Rechteck. Hier etwas über den Anfang der Naht hinweg nähen und die Naht verriegeln. Nun den Reißverschluss an den Enden ein Stückchen abschneiden, das Überstehende hinter der Naht und dann den Stoff von der Reißverschlusstasche nach oben legen, sodass die oberen Kanten aufeinandertreffen und dort mit einer Nadel feststecken. Und dann an dem einen Stoffbruch beginnen, die Tasche zusammenzunähen. Die Nahtzugabe ist hier Nähfüßchenbreite. Einmal bis nach oben zur Ecke nähen und dann 90 Grad wenden, den Stoff darunter immer schön zur Seite schieben und dann bis zur anderen Seite nach unten nähen und die Naht verriegeln. So, die Tasche ist jetzt fertig und so sieht das jetzt aus. Und jetzt geht es an die Außenstoffe. Dieser Nähschritt ist jetzt nur für Modell 2 und 3 notwendig. Entweder einmal für Modell 3 oder halt für beide Teile für Modell 2. Ich lege die Stoffe jetzt erstmal so vor mich hin, dass die rechten Seiten oben liegen. Die Stoffe werden nun nacheinander aneinander genäht. Und zwar beginne ich hier mit dem grünen Stoff und lege das rechts auf rechts an die Kante von dem Mittelteil. Ich nehme hier die Nadeln und stecke das bei 1 cm und so kann ich das schon mal aufklappen und gucken, ob das gut aneinander gesteckt ist, sodass die Rundungen keinen Versprung haben und das passt bei mir. Da kann ich direkt mit der anderen Seite weitermachen und lege das rechts auf rechts da drauf und stecke das wieder fest. Das passt und nun werden die beiden Teile mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander genäht. Die Nähte werden gut verriegelt. Genauso mache ich das jetzt mit den beiden äußeren Teilen.
Auch diese Teile werden nun mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander genäht. Nun werden die Nahtzugaben so nach außen gebügelt. Als nächstes wird hier knappkantig abgesteppt. Beim Reißverschluss nun auf beiden Seiten die Mitte markieren. Als nächstes kommen hier die kleinen Stoffstücke an die Enden vom Reißverschluss. Und zwar liegen die rechten Seiten jeweils auf dem Reißverschluss. Und das Ganze mit einer Klammer feststecken und dann wird das mit 1 cm Nahtzugabe genäht. Den Stoff kannst du dann direkt nach hinten umklappen und dann nochmal knappkantig absteppen. Die Stoffenden nun auf die Breite des Reißverschlusses schneiden. Jetzt kommt der Reißverschluss an die Taschenteile. Dafür die Mitte des Reißverschlusses rechts auf rechts an ein Außenstoff stecken. Hier die Enden stehen etwas über. Die Enden schon mal festklammern und jetzt kommt ein Futterstoff da drauf. Das hier ist ja mein Vorderteil und deshalb nehme ich jetzt das andere Futterstoffstück und nicht das mit dem Reißverschluss und lege die Mitte auf die Mitte von Reißverschluss und Außenstoff und klammer auch erstmal die Enden fest und gucke, dass das aufeinander liegt, die beiden Spitzen jeweils rechts und links. Und dann stecke ich das mit einigen Nadeln auf dem Teil dazwischen zusammen. Achte darauf, dass die Reißverschlusskante immer an den Kanten zwischen Futterstoff und Außenstoff liegt. Wenn ich Rundungen aufeinander stecke, dann benutze ich immer sehr viele Klammern. Also wenn dann alles ordentlich geklammert ist, dann wird das an dieser Stelle aufeinander genäht. Ich habe hier schon wieder den Reißverschlussfuß eingesetzt und die Nadel bleibt aber auf der normalen Position. Und nun wird das halt so Nähfüßchen breit aufeinander genäht. Anfang und Ende der Naht werden gut verriegelt. Dann das Ganze auseinanderklappen und ein bisschen vom Reißverschluss wegziehen und dann kommen die beiden anderen Teile auf die andere Seite vom Reißverschluss, genauso wie eben. Diese Teile werden so wie eben aufeinander genäht. Und dann geht es ans Bügelbrett. Die Stoffteile so vom Reißverschluss wegklappen, den Stoff vom Reißverschluss wegziehen und das Ganze auseinander bügeln. Einmal von der Futterstoffseite und dann vom Außenstoff.
Der Reißverschluss wird nun auf beiden Seiten knapp kantig abgesteppt. Als nächstes kannst du hier den überstehenden Stoff abschneiden von den Enden vom Reißverschluss. Jetzt ist der Taschenboden dran. Dafür nimmst du dir die 4 Teile, einmal hier die Futterteile und legst sie rechts auf rechts an dieser etwas breiteren Kante aufeinander, klammerst das und mit den Teilen vom Außenstoff genauso. Rechts auf rechts aufeinander legen, stecken und das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander nähen. Die Nahtzugaben werden an beiden Teilen auseinandergebügelt und nur am Außenstoff wird die Kante hier noch abgesteppt. Bevor der Taschenboden nun festgesteckt wird, auf jeden Fall den Reißverschluss öffnen. Und dann kommt die Mitte, also die Naht von dem Taschenboden, an die untere Mitte von dem Außenstoff rechts auf rechts. Und der Anfang von dem Taschenboden kommt genau an den Knips, den du beim Zuschneiden an den Seiten oben gemacht hast. Also der Taschenboden endet an diesem Knips und wird nicht bis zum Reißverschluss hochgelegt. Und dann wird das zwischen den Klammern an die Rundung gesteckt. Hier nehme ich auch wieder sehr viele Klammern. Wenn man etwas Gerades an etwas Rundes steckt, ist es gut, es ordentlich festzuklammern, bevor man es dann nähen kann. Auf dieser Seite genauso. Dann wird es direkt am anderen Außenstoff gesteckt. Da fange ich auch erst mit der Mitte an und dann mit den Seiten und stecke dann den Rest fest. Und weiter geht es direkt mit dem Boden von der Futtertasche. Also die Mitten aufeinander stecken und dann den Rest. Ich glaube, ich habe beim Taschennähen noch nie bei einem Nähschritt so viele Klammern verwendet. Eins fehlt noch, und zwar eine Wendeöffnung. An einer Seite der Futtertasche markiere ich mit Nadeln eine 12 cm lange Wendeöffnung. Und dann werden die ganzen Nähte aufeinander genäht. Bei dieser Naht liegt hier der Streifen vom Taschenboden oben unter der Nadel. Da kann man am besten sehen, wo er halt anfängt und endet. Den Streifen unterm Nähfuß platzieren und mit einer Nahtzugabe von 1 cm aufeinander nähen und wie immer die Naht am Anfang und am Ende gut verriegeln. Jetzt geht es mit dem Gurtband weiter. Erstmal 12 cm vom Gurtband abschneiden. Das kurze Stück wird dann so um den Vierkantring gelegt und fixiert und das lange Teil wird
mit einem Ende um den mittleren Steg von der Leiterschnalle gelegt. Das Ende wird umgeklappt und auf den Gurt geklammert und dort mit einem Rechteck festgenäht. Das andere Ende vom Gurt wird nun durch den Vierkantring gelegt und dann durch die Leiterschnalle geschoben. Der Gurt ist dann schon mal fertig. Die Tasche ist an den Enden vom Reißverschluss ja noch offen und dazwischen wird jetzt der Gurt geschoben. Also es ist wichtig, dass die rechte Seite von der Leiterschnalle Richtung Boden vom Außenstoff zeigt. Und dann schiebst du ein Ende in die Öffnung von dem Außenstoff. Du kannst durch die Wendeöffnung hineingreifen und den Gurt so da durchziehen. Die Leiterschnalle da durchschieben und dann das Ende vom Gurt zu der anderen Öffnung auf der anderen Seite von der Tasche führen und dort hinausziehen. Und dann schon mal mit Klammern fixieren, dass sich da nichts verdreht und den Rest vom Gurt in die Tasche ziehen. Der Gurt liegt jetzt genau passend zwischen den beiden Nähten. Und da stecke ich jetzt schon mal eine Nadel hin und jetzt den Stoff von der Futterseite passend dazulegen. So, dass die Teile jetzt genau passend aufeinander legen und dann mit Klammern fixieren. Und jetzt schaue ich mir die andere Seite an und mache das da genauso. Also leg den Gurt schön mittig und gerade zwischen die beiden Nähte, das passt genau von den Zentimetern, und fixiere das mit einer Nadel und mache dann die Futtertasche passend dazu. Ziehe das so auseinander, dass die seitlichen Kanten aufeinandertreffen. Oben sind die Kanten etwas tiefer als der Reißverschluss. Und dann wird das dort aufeinander genäht. Genäht wird jetzt nicht von der Stoffkante aus, sondern von der Naht oder 1 Millimeter hinter der Naht, dass man da noch verriegelt. Die Nähte am Anfang und am Ende verriegeln und so sieht das jetzt aus. Also es ist nur zwischen den beiden Nähten zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist offen. Und am besten direkt noch ein zweites Mal drüber nähen, weil es nicht von der anderen Seite abgesteppt wird. So hat man da mehr Sicherheit. Jetzt fixiere ich die Futtertasche noch etwas in der Außentasche und dafür nehme ich die Seite, an der nicht die Wendeöffnung ist, und stecke diese Seite auf eine Seite, also auf die passende Seite der Außentasche, so 10 cm, und nähe das so knapp neben der Naht aufeinander. So ist die Futtertasche fixiert und schlabbert da nicht so frei in der Tasche herum. Nun die Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Jetzt ist alles fertig und die Tasche kann auf rechts gewendet werden. Erstmal nur so weit wenden, dass man gut an die Wendeöffnung kommt und dann die Kanten aufeinander stecken und die Wendeöffnung knappkantig zusammennähen. Jetzt geht das Wenden weiter.
dass der Außenstoff sichtbar wird, dann die Gurtbänder rausziehen und eventuell an den Ecken noch ein bisschen nachhelfen, dass das alles schön in Form ist. Am besten nochmal drüber bügeln und dann ist die Suki Bag fertig. Ich hoffe natürlich, mein Schnittmuster gefällt dir und vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, eine Suki Bag für dich zu nähen. Dann schau doch gerne mal in meinem Shop vorbei. Dort biete ich das Schnittmuster an. Wie du ja gesehen hast, gibt es super viele Variationsmöglichkeiten. Du kannst sie aus Cord, Canvas oder Jeans nähen. Die Materialien sind auf jeden Fall total gut dafür geeignet. Und das Nähen macht auch unheimlich viel Spaß und das Tragen auch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt für das Video, falls es dir gefallen hat. Und wünsche viel Spaß beim Nachnähen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!